Ja, wir wollen euch heute mal zeigen, wie wir das Active Sound System von Insight Performance, also unser eigenes Active Sound System, bei einem BMW verbaut. Das Active Sound System, wie wir es herstellen, ist speziell für BMW-Fahrzeuge vorbereitet, sowohl klangtechnisch als eben auch von den Anschlüssen her. Bei den neuen BMW diese Generation ist es prinzipiell so, dass es technisch nicht mehr möglich ist, aus den Original-Auspuffanlagen irgendeine Art von sinnvollem Klang herauszuholen. Deswegen ist unsere Lösung, den Klang eben einfach künstlich zu erzeugen. Technisch gesehen passiert das mit einer Art Lautsprecher, die aber aussieht wie ein Schalldämpfer. Und dieser erzeugt den Klang. Bevor wir mit dem Videotutorial beginnen, bleiben noch ein, zwei Sachen zu sagen. Die Videoanleitung stellt natürlich nur eine grobe Richtlinie dar. Letztendlich ist es wichtig, dass Sie bei uns auf der Homepage die entsprechende fahrzeugspezifische Einbauanleitung sich herunterladen und dort genau den Anleitungen für Ihr Modell folgen, wo das Ganze nochmal mit entsprechenden Fotos und genauen Einbauhinweisen versehen wurde. Extrem wichtig ist auch, dass das Ganze natürlich nur mit unserem System funktioniert, was Sie bei uns auf der Homepage www.insightperformance.de bestellen können für die jeweiligen Fahrzeugmodelle. Dort finden Sie auch unter dem Menüpunkt Anleitungen die fahrzeugspezifische Einbauanleitung. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Zeitsprung, um uns anzuhören, wie sich das Kundenfahrzeug, ein 520 Diesel BMW F11 Touring, sich auch nach dem Umbau mit unserem Active Sound System von Insight Performance anhören wird im Vergleich zum Originalzustand. Dies ist der Fahrzeugklang mit aktiviertem Active Sound System von Insight Performance. Und dies ist der Originalsound des Fahrzeuges, ein 520 Diesel BMW 5er F11 Touring. Die Montage ist prinzipiell sehr einfach mit unseren Kits, dadurch, dass alles auch schon mit Steckern und BMW-Anschlüssen versehen ist. Und der Trick bei unserer Lösung ist, dass die ganze Sache im BMW-Innenraum, im Kofferraum verbaut wird. Auch die meisten Anschlüsse passieren hinten im Kofferraum. Prinzipiell sind nur 4 Kabel anzuschließen und eben diese Einheit zu verbauen. Natürlich soll der Klang letztendlich nicht im Inneren vom Fahrzeug rauskommen, sondern nach außen. Dadurch wird je nach Fahrzeugmodell dann entweder ein Loch geschaffen, um den Klang durch die Öffnung hier nach außen austreten zu lassen. Oder in den meisten Fahrzeugen, wie beim 3er BMW, 4er BMW und so weiter, sind sogar schon Löcher vorhanden, auch beim neuen F15 und F16, X6 und X5, sodass die vorhandenen Löcher einfach genutzt werden können und überhaupt keine Modifikationen am Fahrzeug vorgenommen werden müssen. So, unser Komplettsystem besteht prinzipiell aus verschiedenen Komponenten, sodass alles vorhanden ist, was man für die Montage braucht. Man braucht lediglich handelsübliches Werkzeug und eine einzige Kartusche Sanitär, Silikon, und damit kann jeder die Montage eigentlich selbstständig bewerkstelligen. Das Set besteht aus einmal dem Aktor oder dem Soundbooster, also dem Gerät, das den Klang letztendlich erzeugt, dann einem Kabelbaum, dem Gerät, was den Klang selber erzeugt, also das Klangbild, dann einer Steuereinheit, die die Kommunikation mit dem Fahrzeug übernimmt und zusätzlich auch die Möglichkeit schafft, das Ganze über unsere App, über Bluetooth zu steuern und den Klang, den Wunschsound sich selber quasi zu konfigurieren. Dann einen kleinen und einen großen, je nach Fahrzeug passend, Sicherungsdieb, sodass auch die Stromleitung nicht angelötet werden muss, sondern das Ganze im Sicherungskasten angesteckt werden kann, und einem Flansch, der nachher hilft, das Ganze auf dem Loch am Fahrzeug im Inneren zu verkleben und eine größere Klebefläche herstellt. Um die elektrische Installation und den Anschluss machen sich eigentlich die meisten Kunden immer erstmal Gedanken, aber das ist de facto das Allereinfachste von der ganzen Installation und dauert in der Regel nicht mehr wie 10 Minuten, sodass jeder ohne jegliche Kfz-Kenntnisse das System schon nach 10 Minuten, maximal eine Viertelstunde am Laufen hat. Der Kabelbaum von uns wird mit dem Hauptsteuergerät verbunden. Die Stecker passen jeweils nur in eine Richtung. An die andere Seite kommt das sounderzeugende Modul dran. Dann haben wir hier 2 Stecker, die für den Anschluss des Soundboosters gedacht sind. Es wird nur einer davon benötigt. Es ist egal, welchen man hier benötigt, welchen man hier anschließt. Der zweite ist lediglich dafür da, dass man sogar noch einen zweiten Soundbooster verbauen könnte mit dem gleichen Kabelbaum, ohne das Ganze neu installieren zu müssen, sodass man für einen zweiten Soundbooster auch nicht die ganze Elektronik neu benötigt, sondern lediglich den Sounderzeuger und diesen anschließen muss. Und im Endeffekt sind jetzt nur noch 4 Kabel übrig, die eigentlich am Fahrzeug anzuschließen sind, und das ist ein Massekabel, was dann einfach an eine Masseöse im Fahrzeug angeschlossen wird.
Das ist das Pluskabel, was ans Zündungsplus des Fahrzeuges kommt, was wir einfach vom Sicherungskasten nehmen mit Hilfe des Sicherungsdiebes. Und das sind die zwei Kabel, die am Fahrzeugbus anzuschließen sind. Wobei das auch bei uns schon mit BMW-Steckern vorgesehen ist, sodass das Ganze nur gesteckt werden muss und einfach am Fahrzeugbus angeschlossen werden muss. Als erstes empfehlen wir auf jeden Fall, die elektrische Installation komplett zum Laufen zu kriegen, um alle Komponenten zu testen, sodass nachher nicht der Einbau des Aktuators erfolgt und gegebenenfalls irgendwelche Komponenten nicht funktionieren. Von daher beginnen wir mal mit der Installation. Wie gesagt, müssen wir zuerst ein Pluskabel finden. Bei unserem Testkundenfahrzeug, ein 520 Diesel F11 BMW, 5er BMW, haben wir hier hinten rechts im Seitenfach den Sicherungskasten, wo wir dann das Plus abgreifen können. Bei BMW ist es so, beim Sicherungskasten unten drunter findet sich immer der Belegungsplan, den man rausnehmen kann. Auf dem Belegungsplan sieht man, welche Sicherung welche Funktion hat. Hier empfehlen wir bei den BMW-Fahrzeugen immer die Belegung vom Zigarettenanzünder zu nehmen. Da sind mehrere Sicherungen in der Regel gelistet. Viele sind auch nicht belegt, aber eine dieser Sicherungen sollte auf jeden Fall belegt sein und die können wir dann nehmen, um dort mit Hilfe von unserem Sicherungsdieb das Plus abzugreifen. Die Masseverbindung finden wir meistens an der Bordwand an einem gesammelten Massepunkt, wo mit einer Nussschraube die ganzen anderen Massekabel zusammengeführt werden, wo dann auch unsere Masseschlaufe angeschlossen werden kann. Neben Plus und Minus ist dann letztendlich nur noch der Anschluss des Buskabels erforderlich und das ist bei BMW relativ einfach, weil die Kabelfarbe dort immer eindeutig ist. Das heißt, man nimmt sich die dicken Kabelstränge. In unseren fahrzeugspezifischen Einbauanleitungen ist dies aber auch je Fahrzeugmodell nochmal genau beschrieben, wo Sie diese finden. Beim 5er BMW haben wir auch hier rechts einen großen Kabelbaum. Wenn Sie genau sehen, finden Sie dort dann immer ein Kabelpaar, was miteinander verdreht ist und aus einem roten und einem blauen Kabel besteht, wobei das blaue Kabel nochmal eine rote Markierung drauf hat, also eine rote Linie auf dem Kabel. Dieses Kabel ist in den BMW-Fahrzeugen immer eindeutig und ist immer der richtige Kabelstrang. Es ist komplett egal, wo Sie diesen Kabelstrang finden. Es ist auch komplett egal, zu welchen Steuergeräten dieses Kabelpaar geht. Das heißt, Sie können zu jeder Zeit dieses Kabel nutzen und dort dann unser System anschließen. Das kann entweder direkt an den Kabelstrang angelötet werden, oder was wir empfehlen ist, diesem Kabel immer im Fahrzeug zu folgen bis zum nächsten beliebigen Steuergerät und dort dann einfach unsere Stecker benutzen, um das Kabel ohne Löten dort anschließen zu können. Wenn man hier sieht, geht der Kabelstrang hier runter, unten in den Kofferraum. Das heißt, im Endeffekt müssen wir hier jetzt unter der Bodenablage weitersuchen. Bei den meisten Fahrzeugen sind dort noch weitere Steuergeräte verbaut. Hier kann man auch die Bodenablage, wenn man hier diese kleine Niete rausnimmt, hochheben. Und wir sehen schon, neben der Batterie sind hier unten an der Bordwand diverse Steuergeräte verbaut. Und beim 5er BMW ist in der Regel an diesem großen Steuergerät hier unten, der Stecker sitzt von unten dran. Der Kabelstrang geht hier runter, wenn man genau schaut, sieht man hier auch dieses verdrehte blau-rote Kabelpaar. Ist hier der Platz, wo wir letztendlich die Buskabel anschließen müssen. Bei anderen Fahrzeugen, speziell bei der 3er-Reihe E90 oder auch den neueren 4er- und 3er-Modellen, befindet sich das Steuergerät, wo das Buskabel hingeht, eben nicht im Kofferraum, sondern da haben wir das Benzinpumpen- oder Dieselpumpensteuergerät bei der Rücksitzbank und zwar hier am linken Teil der Rücklehne, die einfach geklipst ist, rausgezogen wird. Dann befindet sich hier das Spritpumpensteuergerät, sodass wir hier das Buskabel anschließen können und auch durch Umklappen der Rücklehne das Kabel dann einfach in den Kofferraum führen können. Anhand des Sicherungsplans haben wir die passende Sicherung für den Zigarettenanzünder nun herausgefunden. In dem Fahrzeug ist das die Nummer 147 mit einer 15 Ampere Sicherung. Die Sicherung finden wir in diesem Beispiel jetzt hier, das kann aber in jedem Fahrzeug eine beliebige andere Sicherung sein. Die ziehen wir mit dem Sicherungsgreifer, der sich im Sicherungskasten befindet, raus. Da es sich hier um eine der kleineren Sicherungen handelt, nehmen wir von uns auch den kleinen Sicherungshalter bzw. den kleinen Sicherungsdieb aus der Verpackung. In der Verpackung befindet sich ebenfalls noch eine Sicherung, denn der Sicherungsdieb hat zwei Steckplätze für Sicherung. Dort wird einmal die von uns mitgelieferte Sicherung eingesteckt und zum Zweiten, und das ist ganz wichtig, sonst funktioniert das System nicht, dann die Sicherung, die man eben gerade aus dem Sicherungskasten entfernt hat. Diese wird ebenfalls in den Sicherungshalter eingesteckt.
kann manchmal etwas schwer gehen, gegebenenfalls kann man hier auch eine Zange zur Hilfe nehmen. So, und dann wird dieses ganze Konstrukt in den Steckplatz gesteckt, wo man vorher diese Sicherung entfernt hat. Dadurch funktioniert das ursprüngliche System wieder, für was die Sicherung gedacht war. Und zum Zweiten ist jetzt auch auf diesem Kabel die Bordspannung als Zündungsplus, sodass man dann von unserem Kabelbaum das rote Kabel, was das Kabel ist, was Zündungsplus letztendlich benötigt, hiermit verbinden, indem das Kabel einfach eingesteckt wird und dann mit einer Zange verquetscht wird. Um die Masseöse anzuschließen, wird wie gesagt von einem Massepunkt, der sich bei den 5ern hier rechts an der Bordwand befindet, einfach die 10er Schraube abgeschraubt, dann die Masseöse aufgesteckt und das Ganze wieder verschraubt, sodass der Masseanschluss dann letztendlich gewährleistet ist. So, jetzt sind lediglich noch die 2 Buskabel anzuschließen. Dazu haben wir das Steuergerät identifiziert, zu dem besagtes Datenbuskabel hinführt. Hier sehen wir nochmal die rote und die blau-rote miteinander verdrillte Litze, die hier zu dem Steuergerät geht, was beim 5er BMW hier an die Bordwand geschraubt ist. Und damit verbinden wir nun den Kabelbaum von unserem Kabelbaum, und zwar wird unser schwarzes Kabel mit der gelben Markierung an das rote Kabel verbunden und das schwarze Kabel mit der weißen Markierung an das blaue Kabel. Das gilt für alle BMW-Modelle, lediglich bei 2 Modellen, und zwar bei der neuen Reihe F15 und F16, also die ganz neuen X5 und X6. Dort ist es so, dass BMW anscheinend die Kabelbelegungen vertauscht hat und hier dann das Ganze gedreht angeschlossen werden muss. Also das weiße Kabel an die rote Litze und das gelbe Kabel an die blaue Litze. So, die Stecker haben wir nun zerlegt. In unseren fahrzeugspezifischen Einbauanleitungen steht natürlich genau, wie das für das jeweilige Fahrzeug bewerkstelligt werden kann. Dort sind in der Regel Sicherungen und Halteclips zu entfernen. Dann muss die Feder hier vom passenden Pin entsprechend runtergedrückt werden, sodass man letztendlich den Pin dann hier einfach entfernen kann. Und hier haben wir jetzt schon das blaue Kabel von besagtem Kabelpaar. Und wie vorhin geschildert, wird anstelle des blauen Kabels dann von unserem Kabelbaum das schwarze Kabel mit der weißen Litze anstelle des entfernten Kabels eingeführt und verriegelt, indem man es fest einsteckt, bis es wirklich klickt. Das gleiche machen wir jetzt auch mit dem roten Kabel, sodass man auch hier die Haltevorrichtung bzw. die Feder eindrückt, dann kann man das Kabel ganz bequem entfernen, und anstelle des roten Kabels stecken wir nun von uns das schwarze Kabel mit der gelben Markierung in den Original BMW Stecker ein, bis es fest einrastet. Jetzt sind natürlich noch die 2 gerade eben entfernten Original BMW Stecker freiliegend, und um den Kreis wieder zu schließen oder letztendlich ein Y-Stück quasi daraus zu bauen, nehmen wir den von uns mitgelieferten kleinen Stecker aus der Verpackung. In diesen Stecker werden nun die BMW-seitig ausgepinnten Pins eingesteckt. Aufpassen, es sind 3 Belegungsplätze vorhanden, wir nutzen nur 2 davon. Und dieser Stecker wird dann an die Gegenstelle des Fahrzeugbaumes bzw. des Kabelbaums, den wir mitliefern, eingesteckt, sodass dann die Kabel wieder mit der entsprechenden Farbe verbunden sind und ein Y-Stück zeigen. Wir müssen dabei darauf achten, dass natürlich die Kabel wieder genau gegenüberliegend von der Farbe eingesteckt werden, die letztendlich zu dem Kabel passt. Also wieder das rote Kabel genau gegenüber von der schwarzen Litze mit der gelben Markierung, und das blau-rote Kabel kommt dann in den Steckplatz, wo entsprechend gegenüberliegend das schwarze Kabel mit der weißen Markierung ist. Beim 5er BMW ist hier etwas Spezielles. Hier haben wir noch eine dickere Isolierung an den Kabeln, die momentan noch verhindern, dass es fest in den Stecker eingesteckt werden kann. Das gibt es nur bei den 5er, F10 und F11 Modellen. Bei allen anderen Modellen kann man die Kabel direkt einschieben. Beim 5er müssen jetzt erstmal diese Isolierungen noch entfernt werden, sodass das Kabel dann nicht mehr so dick ist und in unseren Stecker komplett eingesteckt werden kann, bis es ebenfalls klickt. Dann wird die Sicherung vom Stecker runtergedrückt und der Stecker kann dann hier komplett eingesteckt werden, sodass die Verbindung wieder komplett besteht. So, wir haben jetzt die Isolierung entfernt oder einfach runtergeschoben und die Verdickung
dementsprechend entfernt. Wir nehmen jetzt den kleinen Stecker von uns und stecken diesen einfach nur mal locker hier rein. Einfach um wirklich zu sehen, welches das gegenüberliegende Kabel ist, beziehungsweise die gegenüberliegende Belegung. Wir wollen jetzt hier an das gelbe Kabel, den gegenüberliegenden Anschluss, den roten Pin vom Fahrzeugseite einstecken. Also muss dieser hier von uns gesehen in die rechte Öffnung rein. Dann nehmen wir das Kabel raus und können jetzt den Pin komplett einschieben, bis er wirklich einrastet. Und nochmal zur Kontrolle, aber logischerweise natürlich gegenüberliegend, dort wo das weiße Kabel ist, wird jetzt das blaue Kabel in die andere äußere Öffnung eingeschoben. Dann wieder fest eingerastet, bis wir es fest eingesteckt haben. Und die mittlere Öffnung bleibt unbelegt, weil diese auch auf der anderen Seite dementsprechend unbelegt ist. Und das jetzt fest eingeschoben haben, können wir hier den Sicherungsbügel runterdrücken, so dass die Arretierung für die Pins wieder gegeben ist, und dann den Stecker fest einstecken, bis er wirklich einklingt. Und jetzt sehen wir, dass wir hier den Kreislauf wieder geschlossen haben und quasi mit unserem Kabel wie mit einem Art Y-Stück im Datenbus nun drin hängen. Prinzipiell kann man bei Fahrzeugen, wo Sie keinen Stecker oder kein Steuergerät finden, kann man das Kabel hier auch durchtrennen und an beliebiger Stelle direkt an den Datenbus anlöten. Durch diese Konstruktion erspart man sich aber das Anlöten, sodass das System auch jederzeit komplett rückrüstbar bleibt und man nichts am Fahrzeugdatenbus schneiden muss, was immer von großem Vorteil ist. Jetzt beginnt wieder der Zusammenbau. Wir setzen den Stecker wieder komplett zusammen und bauen ihn wieder unten an die Fahrzeugwand an, sodass alles wieder im Originalzustand ist. So, dann verbinden wir jetzt einfach die restlichen Komponenten, nachdem das Anschließen im Fahrzeug beendet ist. Dazu stecken wir die Steuergeräte, wie vorhin beschrieben, zusammen mit dem Y-Kabelbaum und schließen auch den Klangerzeuger, den Aktor oder Aktuator des Active Sound Systems komplett an. Damit sind alle Stecker verbunden und die elektrische Installation ist abgeschlossen. Nun sehen wir auf unserem Steuergerät zwei Status-LEDs. Diese zeigen Folgendes an. Die rechte Status-LED zeigt an, dass die Kommunikation mit dem sounderzeugenden Modul funktioniert. Dann leuchtet bzw. blinkt die LED grün. Nur wenn diese rot leuchtet, gibt es ein Problem in Kommunikation in diese Richtung. Die linke LED ist eigentlich die spannende, weil diese zeigt an, ob die Kommunikation mit dem Fahrzeugbus funktioniert. Dazu ist ganz wichtig zu beachten, dass der Fahrzeugbus natürlich nur mit unserer Elektronik sprechen kann, wenn die Zündung vom Fahrzeug eingeschaltet ist, weil nur dann liegen auch Daten auf dem Fahrzeugbus an. Das heißt, nicht wundern, wenn die LED zu Beginn vielleicht rot leuchtet, dann in jedem Fall erst einmal schauen, dass die Zündung auch angeschaltet ist und Spannung auf dem Fahrzeug ist, und dann sollte die linke LED komplett grün leuchten. Dann ist die Kommunikation mit dem Fahrzeug hergestellt. So, jetzt ist es bereits Zeit, das Ganze zu testen. Das Ganze sollte jetzt bereits funktionieren. Dazu bei Apple-Geräten gehen wir in den App Store bzw. bei Google-Geräten in den Play Store. Dort suchen wir nach Inside Performance. Und finden dann die kostenlose Active Sound App von uns. Diese laden wir auf das Gerät und installieren sie. In der App gehen wir links oben ins Menü und starten den Demo-Modus, denn der Demo-Modus erlaubt uns auch ohne laufendes Fahrzeug das System auf Funktionsfähigkeit zu testen, indem im Demo-Modus dann einfach Standgas oder Gas geben simuliert wird. Und nun hören wir, sobald wir den Demo-Modus betreten, dass das System auch schon läuft und Geräusche von sich gibt. Wir können durch den Gas-Button auch künstlich Gas geben und somit Geräusche erzeugen. Das dient jetzt in der ersten Phase nur dazu, zu testen, ob die ganze Installation wirklich erfolgreich war. Beziehungsweise hiermit wird erstmal nur getestet, ob die Komponenten unter sich funktionieren, ob die Kombination auch mit Anschluss am Fahrzeug schon richtig funktioniert. Die können wir testen, indem wir den Demo-Modus erstmal wieder verlassen, in den normalen Modus, also in den Home-Modus gehen und jetzt das Fahrzeug einmal kurz starten, um zu schauen, ob es auch mit den Drehzahlsignalen vom Fahrzeug dementsprechend funktioniert. So, wichtig ist nun, dass wir uns, wie gesagt, im Home-Modus und nicht mehr im Demo-Modus befinden, sodass jetzt die Daten live vom Fahrzeug entsprechend genommen werden. Jetzt starten wir einfach einmal das Fahrzeug und schauen, ob der Klangerzeuger dementsprechend darauf reagiert. Wir hören, dass wir sofort entsprechenden Klang haben.
und diese auch mit den Drehzahlen funktioniert. Wir können spaßeshalber jetzt durch das Drücken des mittleren Knopfes auch einmal in den Konfigurationsmodus gehen. Dann können wir hier stufenlos die Lautstärke verstellen, wir können über Idle einstellen, wie sich das Fahrzeug im Stand anhören soll, und mit der Dynamik-Einstellung können wir einstellen, wie der Klang beim Gas geben klingen soll. Die Einstellung Launch ist dafür da, um einzustellen, ob das Fahrzeug beim Starten des Fahrzeuges kurz 1 oder 2 Gasstöße geben soll. Erst wenn man nun nach Verändern der Werte den Save-Button drückt, der auch dann erst auftaucht, wenn man Werte geändert hat, dann werden die neuen Einstellungen auch in das Fahrzeug übertragen und sind beim nächsten Fahrzeugstart oder ab sofort dann auch verfügbar. So, mit dem Funktionstest ist nun die elektrische Installation bereits komplett abgeschlossen. Jetzt geht es nur noch darum, einen geeigneten Montageplatz für den Sounderzeuger zu finden. Da finden Sie auch genaue Vorschläge in unseren Montageanleitungen, fahrzeugspezifisch. In der Regel bei beispielsweise allen Dreiermodellen, allen Vierermodellen, sowohl der alten Dreier-Serie E90 als auch der neuen Dreier-Vierer-Modelle F30 bis F33 oder auch den X-Modellen, wird in der Regel der Klangerzeuger immer dort verbaut, wo früher die Reserveradmulde war, in die man die Bodenablage hochhebt und dann in der Mulde der Erzeuger verbaut wird. Bei diesem Fahrzeug, bei den 5er BMWs, befindet sich da allerdings die Batterie, sodass der Platz komplett ausgefüllt ist. Hier empfehlen wir den Einbau in der Mulde in der Seite. Bei allen kleineren Motorvarianten hat man da ein relativ tiefes Fach. Sollte man einen M550D oder einen 535D besitzen, ist dieses Fach oben komplett geschlossen, weil der Schalldämpfer bereits darunter sitzt und man hat eine Plastikabdeckung, die hier eben ist. Bei beiden Versionen lässt sich da jedoch der Klangerzeuger ganz bequem verbauen. Lediglich bei den E60, E61 Modellen kann es sein, dass auch dieser Seitenbereich und die Bodenmulde nicht zur Verfügung steht, sodass man es im linken Seitenfach auf der linken Seite des Fahrzeugs verbauen muss. Prinzipiell ist es aber egal, wo Sie das System verbauen. Ähnlich wie bei einem Subwoofer, bei einer Heimkinoanlage sind die Frequenzen des Systems so tief, dass das menschliche Gehör ohnehin den Klangursprung nicht orten kann. Von daher ist es nicht unbedingt relevant, ob das Ganze auf der rechten Seite, auf der linken Seite oder mittig im Fahrzeug verbaut wird, sondern einfach nach Verfügbarkeit des Montageortes ein guter Montageort gefunden werden kann. Es macht auch keinen Sinn, das ganze System an die Auspuffanlage direkt dran zu bauen. Da wäre die Montage wesentlich schwieriger und klangtechnisch hätte man dadurch erst sogar wesentliche Nachteile, denn der Klang würde erst in die Auspuffanlage reingehen, würde dadurch nochmal wesentlich gedämmt werden, also viel leiser werden. Akustisch hätte es überhaupt keinen Vorteil, das System würde leiser werden und wie gesagt, die Montage wäre viel schwieriger und man hätte diesen schweren Klangkörper noch am Äußeren des Fahrzeuges befestigt und natürlich immer die Gefahr besteht bei einer nicht sachgemäßen Befestigung, dass er sich über die Jahre lösen kann und dann großen Schaden an anderen Fahrzeugen hervorrufen könnte. Daher von uns die Empfehlung, auf jeden Fall im Kofferraum verbauen und entsprechend der Montageplätze, die bei uns in den Anleitungen vorgesehen sind. Wir werden jetzt probehalber den Aktuator einmal anhalten, wie er hier am besten in die Mulde reinpasst. Beim 5er BMWs macht es da Sinn, durch die Biegung, die wir hier extra am Aktuator haben, diesen so einzubauen, dass er dann zur linken Seitenwand des Faches wieder austreten kann. Dazu halten wir den Aktuator dann so in dem Loch an und mit einem Edding markieren wir dann die Stelle, wo das Ganze austreten wird. Hat man einen 535 oder einen M550D, sodass das Fach eben oben geschlossen ist, kann man das ganze System auch so aufsetzen, sodass dann auf dem geschlossenen Boden der Aktuator hier rauskommt und man das Loch dann eben bündig hier ins Plastik bohren kann. Bei den 5er Modellen, um etwas mehr Platz zu schaffen, sodass der Aktuator richtig tief in dem Fach sitzen kann, wird hier noch die Plastikabdeckung der Seitenentlüftung entfernt. Diese ist nur geklipst, kann herausgenommen werden. Und wenn man nun den Klangerzeuger mit Ausgang nach links zur linken Seitenwand hier reinlässt, sieht man, dass er komplett verschwindet, auf dem Fach oben auf dem Rand zwar aufliegt, aber das Rohr dann schön seitlich die Seitenwand berührt, sodass es dort dann ausgeschnitten werden kann und wasserdicht dort verklebt werden kann. Dazu merken wir uns jetzt die Position, wo das Loch an der Seitenwand anliegt, durch Ausmessen oder Fühlen und Markieren, um dann von außen auch die gleiche Stelle finden zu können, da das Loch durch die Enge in dem Bereich von außen gebohrt werden muss
und wir dort dann natürlich die Stelle treffen müssen, an der wir von innen mit dem Rohr entsprechend ansitzen. Jetzt schauen wir das Ganze uns von unten an, um zu sehen, wo wir am besten das Loch setzen. Dazu entfernen wir die Unterbodenabdeckung mit verschiedenen Schrauben. Da haben wir einmal hier 2, im Rathaus nochmal einige und an der Seite gegebenenfalls diverse Clips, die wir jetzt lösen, um das Plastik erst einmal zu entfernen. Ja. So, wir entfernen nun die Bodenabdeckung, nachdem wir alle Schrauben gelöst haben, und sehen schon hier den Ablagebehälter, den wir von oben gesehen haben, wo wir den Aktuator eingelegt haben. Bei den 5ern ist dann ungefähr hier relativ mittig im rechten Bereich der Austritt. Wir werden jetzt vorsichtig ein erstes kleines Loch in der Mitte machen, um zu schauen, an welcher Stelle genau das Austrittsrohr auf der anderen Seite anliegt, und dann das Rohr Stück für Stück erweitern, bis das Austrittsrohr komplett aus der Öffnung herausragen kann, um es dann wasserdicht zu verkleben. Wie man sieht, haben wir das Loch jetzt schon relativ großzügig ausgeschnitten, aber so, dass der von oben hängende Klangerzeuger mit dem Austrittsrohr relativ mittig dort drin sitzt. Das Loch ist deswegen so groß, weil nun der komplette Flansch dort eingesteckt werden soll. Das Rohr verhindert allerdings momentan noch, dass man den Flansch komplett anschieben kann, weil dieser zu lang ist. Das heißt, wir kürzen jetzt den Flansch auf ca. 2 bis 3 cm von der Länge, und auch vom Außenbereich schneiden wir einiges ab, sodass dieser an der rechten Seite und an der unteren Seite nicht übersteht und noch genügend Platz ist, den Flansch dann trotzdem zu verkleben und zu verschrauben. So, wir haben das Stück jetzt zurechtgeschnitten, es ist relativ wenig übrig geblieben, aber wichtig dabei ist einfach nur, dass man noch genügend große Anliegefläche hat, um das Ganze dann wasserdicht verkleben zu können. Und wenn wir jetzt hier schauen beim Loch, können wir das Stück wunderbar aufsetzen, sodass wir das Rohr dann hier wasserdicht verkleben können. Am besten mit handelsüblichen Sanitärsilikon, und gleichzeitig auch hier außen die Anlagefläche vom Flansch selber hier drauf verkleben können, sodass nachher wirklich alles wasserdicht ist und lediglich die Austrittsöffnung noch nach außen zeigt. Um diese muss man sich übrigens keine Gedanken machen, denn hier in den Klangerzeuger rein, in das Active Sound System rein, kann Wasser und Schmutz eintreten, so viel wie will. Dieses schadet dem System nicht. Also auch Unterbodenreinigungen sind später natürlich kein Problem, genauso wenig wie Winter, Salz und andere Witterungsverhältnisse. Nun nehmen wir eine Kartusche handelsübliches Sanitärsilikon, transparent oder Farbe egal, und machen eine ausreichend dicke Wurst zum Abdichten und das Äußere des Flansches, um diesen dann erst einmal im Fach verkleben zu können. So, jetzt wird das Teil entsprechend eingesetzt und verklebt und danach dann nochmal mit Schrauben fixiert, sodass man nicht auf die Trocknung einzeln warten muss. So, wir haben jetzt alles gut verklebt und abgedichtet und auch nochmal mit 3 Konterschrauben versehen, sodass man direkt das Fahrzeug bewegen kann, ohne zu warten, bis das Silikon dann wirklich ausgetrocknet ist. Wichtig ist wirklich, dass außenrum und innenrum alles wasserdicht verklebt ist. Wie gesagt, in das System selber kann Wasser reinkommen, so viel wie will. Dann wird wieder das Unterbodenplastik montiert. Wir haben hier eine Ecke ausgeschnitten oder freigelassen, damit einfach der Klang noch besser nach außen kommen kann und sich weniger in den Innenraum reflektiert. Das ist nicht zwingend nötig, hat sich aber als sinnvoll erwiesen. Bei anderen Modellvarianten, außer den BMW 5er Modellen, wo das Ganze in der ehemaligen Reserveradwanne verbaut wird, würden dann die Auslasslöcher entsprechend hier unten rauskommen, und bei den meisten Fahrzeugen, speziell bei den 3er und 4er Modellen, sind hier sogar schon Löcher vorhanden, die genutzt werden können, genauso wie bei den neuen X5, X6 Modellen, da sind auch Löcher vorhanden. Bei der E90 Baureihe ist das ebenfalls extrem einfach, weil da die ehemalige Reserveradwanne aus Kunststoff ist und in Kunststoff geschnitten werden kann. Lediglich bei den älteren X5 und X6 Modellen ist die Reserveradwanne aus Blech, sodass man dann in das Blech rein eine Aussparung schneiden müsste, was aber auch kein größeres Problem darstellt. Bei den 6er Baureihen kann das auch der Fall sein. So, das System ist nun fertig verbaut. Die Steuergeräte werden einfach an passender Stelle verstaut, sodass nichts klappert und noch genügend Luft hat. Das System selber sieht man auch hier. Das wird allein durch die Fixierung an dem Flansch gehalten und muss nicht weiter befestigt werden. Man kann rechts und links, dort wo das System anliegt, nochmal etwas Schaumstoff unterlegen, um einfach Vibrationen zu vermeiden. Und dann kann alles wieder letztendlich geschlossen werden.
und eingehakt werden. Und so ist auch von dem kompletten System nichts mehr sichtbar und alles wunderbar verstaut, sodass wir jetzt einen Probelauf machen können. So, jetzt sind wir bereit für die Probefahrt, alles eingebaut. Wenn wir die App starten, haben wir diverse Möglichkeiten in der App, zum Beispiel bis zu 5 Profile zu hinterlegen. Hier sind jetzt 3 hinterlegt. Praktikabel hat sich immer herausgewiesen, ein Profil zum Beispiel auf lautlos zu stellen, eins auf mittlere Lautstärke und eins dann auf volle Lautstärke für einen besonders sportlichen Klang. Man kann in den Einstellungen dann noch einstellen, wie die Profile gewechselt werden sollen, zum Beispiel in der Changing Method über DTC, das ist der Traktionskontrollenknopf. Dann kann man auch während der Fahrt, indem man diesen Knopf zweimal drückt, durch die einzelnen Profile durchwechseln. Eine andere Möglichkeit des Wechselns ist über die Fahrzeugprofile, also Car-Profiles. Das ist jetzt bei dem Fahrzeug nicht verbaut, aber dann hat man hier normal ja noch diesen Fahrzeugprofil-Wechselschalter, um zwischen Eco, Sport und Sport Plus umzuschalten. Und dadurch würde sich dann gleichzeitig auch das Fahrzeugprofil mit umschalten. Oder man kann auch nur über die App die Fahrzeugprofile sich umschalten lassen. Die Fahrzeugprofile selber konfiguriert man dann, indem man das jeweilige Profil aktiviert und über den Knopf dann die Einstellungen für Lautstärke, Geräusche im Stand, Geräusche während der Fahrt und Motorstartbegleitung dementsprechend auswählt. Wir starten jetzt einfach mal den Motor. So hört sich das Fahrzeug original an, und wenn wir jetzt über den DTC-Knopf, wie es jetzt konfiguriert ist, ich schalte hier nochmal die Ansicht um. Wir sind jetzt hier auf Eco. Wenn ich den DTC-Knopf zweimal drücke, springt das System automatisch auf den Komfortmodus und das System wird auch aktiviert mit den Einstellungen, die für den Komfortmodus hinterlegt sind. Und das System arbeitet sofort. Durch nochmaliges, zweimaliges Drücken wechseln wir auf Sport und danach wieder zurück in den Komfortmodus.